Warum ist deine Arbeit nötig? Weil es nichts Stärkeres in dieser Welt gibt als das Wort. Eine Waffe, die wir die ganze Zeit bei uns tragen, und noch mehr Wortsoldaten sollten lernen, wie sie ihre Stimme benutzen können, um diese zu erheben. Heute treffe ich für euch wieder eine ganz besondere Frau. Die bekannte Poetry-Slammerin und Spoken-Word-Künstlerin Jessie James Lafleur gibt hier an der Humboldt-Bibliothek einen Workshop für geflüchtete Jugendliche. Die Kids sollen hier die Chance bekommen, ihre Geschichte zu erzählen und durch das Schreiben und Performen friedlich ihre Gefühle zu transportieren. Ich durfte sie eine Woche lang begleiten. Meine erste Säule ist, ich bin Spoken-Word-Künstlerin und Rapperin. Ich trete also ganz normal mit Konzerten und mit Soloprogrammen auf. Die zweite Säule ist, ich schreibe Auftragstexte. Menschen und Institutionen können auf mich zukommen und mich fragen, ihnen einen 6-minütigen oder auch längeren Text zu schreiben. Und dann habe ich meine eigenen Workshop-Projekte, angeprangert U20. Das ist ein Jugendprojekt in Niedersachsen, und dann Prison Slam, mein Spoken-Word-Projekt an Hochsicherheitsgefängnissen. Und das letzte ist dann tatsächlich meine allgemeine Workshop-Arbeit mit Jugendlichen, die mir auch wirklich am meisten am Herzen liegt. Alles hintereinander. Sprachlich ist wichtig. Einen Moment. Ich mach's nochmal vor. Durch den Workshop sollen die Jugendlichen spielerisch ins Schreiben kommen. Die Klasse besteht ausschließlich aus Geflüchteten, eine sogenannte Willkommensklasse. Es soll ja auch jeder mit einem Erfolgserlebnis rausgehen. Das ist mein Ziel, dass jeder für sich mit einem persönlichen Erfolgserlebnis rausgeht. Ob das jetzt ein geschriebener Text ist, ob das ein Gedicht ist oder ob das einfach nur mal, ich habe mal vor einer Gruppe gestanden und performt. Das kann für viele schon ein Erfolgserlebnis sein. Ja? Und das ist einfach, dass ich merke, okay, jeder hat da wirklich für sich irgendwie eine Grenze überschritten und etwas erreicht, worauf man stolz sein kann. Kuchmuch, wo ist Kassenbuch? Verharb منين Portemonnaie. Kasse Wasser, ich trinke Wasser. Miau, Klassenarbeit. Bildchen, Taschengeld. Lama, Drama, Lama, Kugelschreiber. Für viele ist Deutschsprechen noch schwierig und einen Text auf Deutsch vorzutragen eine große Anstrengung. Ich gehe nach Artikel. Trotzdem versuchen sie schon am zweiten Tag alle an ihren eigenen Texten. Das, worüber du gerade nachdenkst, das schreibst du auf. Schnell wird klar, dass diese Jugendlichen ganz andere Themen haben als deutsche Teenies in ihrem Alter. Ich habe über Armut geschrieben. Am meisten denke ich nach, wie es sein könnte, dass es so viele Kinder gibt, die auf den Straßen liegen und nichts zu essen oder trinken haben. Dann wird mir klar, wie unfair das Leben ist und wie hässlich manche sind. Präsidenten, Geschäftsleute, Minister und so weiter. Die sehen es. Die sehen, wie Kinder sterben, weil sie nichts zu essen haben. Die sehen, wie Kinder auf den Straßen kämpfen, nur um ein halbes Brot zu bekommen. Und trotzdem machen sie nichts. Das sind halt keine, ich mag das Wort nicht, aber zwischen Anführungsstrichen, es sind keine normalen Teenager. Ja, die sind halt hart pubertierend. Und wir alle haben Pubertät durchgemacht und wissen, was das bedeutet. Aber die haben nochmal ganz andere Erfahrungen gemacht. Da ist sau viel Trauma dabei, da sind Ängste dabei, da ist der Druck, in einem neuen Land klarzukommen, eine neue Sprache zu lernen. Machen wir uns nichts vor, der politische Umschwung zur Zeit ist auch ziemlich hart, das kriegen wir alles mit. Ja, und ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber ich sehe halt, dass die nicht nur mit ihrer eigenen Pubertät, mit ihrer eigenen Identität zu kämpfen haben, sondern auch mit all dem, was hier passiert. Und das merkst du. Ja, deswegen sind solche Gruppen echt immer mehr Herausforderungen als andere. Ich verstehe wirklich nicht. Die kriegen nur, weil die wollen nicht ihr Geld verteilen.
aber sie wissen nicht, dass wir sind alle Menschen, wir sind alle Gleiche und am wichtigsten, wir sind alle Geschwister. Wegen Menschen, viele Kinder werden töten und vergewaltigen. Die leben nicht ihre Kinderheit. Alles wegen Menschen, die machen Kriege und Kämpfe. Literaturpädagogin Anne Hirschfelder erklärt, warum dieser Workshop gerade für geflüchtete Jugendliche so viel bringt. Dass sie ihre Stimme finden, dass sie erleben, dass die Texte, die sie selbst verfasst haben, Leute interessieren, dass ihnen zugehört wird, dass ihre Erfahrungen wichtig sind, gewertschätzt werden und dass sie Teil des heutigen Deutschlands sind. Das heißt, wir machen alles, was man mit dem Wort machen kann. Das Prinzip des Workshops ist einfach. Jessie gibt Input und versucht, die Kinder zu inspirieren. Themen können sie sich selbst auswählen. Dann setzen sich alle hin und schreiben und sobald sie etwas zu Papier gebracht haben, üben sie und dann wird vor der Gruppe vorgetragen. Am Ende der Woche soll es eine große Aufführung für die Eltern geben. Es tut den Jugendlichen merklich gut, wenn man 1:1 mit ihnen arbeitet. Im normalen Schulsystem fehlen dafür leider oft die Lehrkräfte und die Mittel. Es waren nicht unsere Raketen. Wenn du die Chance hättest, einem hochrangigen Politiker eine Nachricht zu senden, wie lautet sie? Hört auf, die Mittel für Kultureinrichtungen und Bildung zu streichen. Wenn es irgendeine Investition gibt, ja, dann ist das die Zukunft dieses Landes und das sind nun mal die Jugendlichen und die Kinder, die Bildung brauchen. Neben ihrer Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen hat Jessie vor allem Projekte in Sachsen und Brandenburg. Dort hat die AfD zuletzt einen erheblichen Teil der Wählerstimmen eingefahren und der Rechtsruck ist auch unter den Jugendlichen spürbar. Warum vor allem Ostdeutschland? Weil es mir Angst macht. Der Rechtsruck in diesem Land macht mir wahnsinnig viel Angst. Und das Gruselige ist ja, dass gerade Jugendliche zwischen 14 und 16, die entwickeln nicht einfach so aus dem Nichts eine Gesinnung, die ausländerfeindlich oder radikal oder rechtsextremistisch ist. Das kommt irgendwo her. Und das können die Eltern sein, die vielleicht subtile, rassistische Sätze fallen lassen beim Abendbrot. Das kann der große Bruder sein oder die große Schwester, die sich irgendwo bei Gruppierungen angeschlossen haben. Und das ist das Gruselige. Also da geht uns echt eine Gruppe von Jugendlichen verloren, auf denen aber auch die Pfeiler dieser Zukunft bauen. Und deswegen gehe ich dahin, wo die Brennpunkte sind. Man kann so viel tun. Es geht eigentlich immer um Begegnung. Ich sage immer, kein Mensch wird rassistisch und fremdenfeindlich geboren. Keiner. Das ist etwas, was sich entwickelt in der Erziehung und ich versuche da ein Stück weit gegen anzugehen. Genau. Ich denke auch für hier in Deutschland geborene Jugendliche ist diese Art Workshop wichtig, weil Jugendliche häufig ohnehin das Gefühl haben, nicht beachtet zu werden von der Politik, den Erwachsenen insgesamt. Das sieht man an den Fridays for Future Demonstrationen. Es kommt Jessie nicht darauf an, Menschen von ihrem politischen Standpunkt zu überzeugen. Sie möchte den Jugendlichen einen Dialog anbieten, in dem sie mit ihren Ansichten und Ängsten gehört werden. Das ist ihre Art, gegen den Rechtsruck in ostdeutschen Bundesländern zu kämpfen. Also ich bin der Meinung, dass wenn du Menschen das Gefühl gibst, wertgeschätzt zu werden und stark zu sein, dass sie weniger dazu bereit sind, an irgendwelche Hassparolen zu glauben und sich auf den Weg zu machen, sich gegen Minderheiten zu stellen, einfach weil sie wissen, ich habe das nicht nötig. Die Willkommensklasse bereitet sich derweil auf ihren großen Abschlussauftritt vor. Nervosität, aber auch Vorfreude sind spürbar. In meine Heimat schickt mich meine Mutter jeden Tag zur Schule. Ich liebe meine Heimat, aber die Schule liebe ich nicht. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Jessie genau die richtige Mischung aus beruhigenden und motivierenden Worten findet. Und ich fand, Nestle und Fatosch haben zum Beispiel sehr gut und laut gesprochen. Aber das ist kein Problem, Mädels, wir kriegen das hin. Deswegen arbeiten wir zusammen. Aber das Gedicht war geil, okay? Es ist so großartig, dass Jessie das macht, weil Jessie einfach fantastisch ist. Sie hat so eine positive, wertschätzende, liebevolle Art, von der ich erst ein bisschen Sorge hatte, dass es zu viel ist und nicht mehr glaubwürdig wirkt. Aber nach den 5 Tagen kann ich sagen, da steckt wirklich was dahinter und sie ist unglaublich authentisch.
Es macht Riesenspaß und man sieht, wie die Kinder, die Jugendlichen unter ihr aufblühen, wie viel Vertrauen sie fassen, dass sie selbstbewusster werden. Und das ist zu weiß ich nicht, 99% Jessys Verdienst. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie trotz des schönen Wetters und trotz der Wärme trotzdem hier sind, denn diese Jugendlichen haben es eigentlich verdient, im Olympiastadion auftreten zu dürfen. Endlich beginnt die Vorführung und die Jugendlichen schlagen sich großartig. Hallo als erstes. Trotz Krieg bleiben wir stehen. Manche haben ihre Mutter und ihre Heimat verloren. Aber trotzdem verteilen wir Liebe. Am Ende eines langen Weges findet man Licht. Es wartet das Licht der Sonne. Wir haben alle eine Reise gemacht, aber wir alle machen sie unterschiedlich. Meine Heimat, in die ich nicht zurückgehen kann, weil ich dort nicht mehr frei bin. Das Problem der Frauen in Afghanistan ist nicht das Hijab. Die Frauen in Afghanistan möchten die gleiche Rechte wie Männer haben. Frauen wollen keine Vergewaltigung und Unterdrückung und ihre Meinung soll respektiert werden. Wisst ihr was? Ich hasse Vergewaltigung, weil Vergewaltigung einfach scheiße ist. Punkt. Ich frage mich, warum machen Männer so etwas? Überall auf der Welt haben Frauen Angst, alleine auf die Straße zu gehen. Das ist hier keine Freiheit. Die Frauen haben keine Freiheit. Die Gesellschaft sucht die Schuld bei uns Frauen, bei uns Mädchen. Wir sollen uns bedenken, nicht rausgehen. Aber wir haben keine Schuld. Vergewaltigung ist nicht unsere Schuld. Ich frage mich, wann tun wir endlich etwas dagegen? Die Show ist vorbei. Publikum und Poeten sind begeistert. Auch der Projektleiter Hanno Koloska ist zufrieden. Also ich fand's toll. Erstens sowieso diese Abwechslung. Jessie hat natürlich super moderiert, ist klar. Aber dass wirklich allesamt sich mit dem Herz in der Hand nach vorne losgelegt haben. Ja, und ich meine wirklich in einer Fremdsprache eigentlich. Also dass man natürlich vorne hinstellt vor Leuten, die man nicht kennt und auch so eigene Sachen sagt, die man sonst vielleicht auch nicht unbedingt auch mit seinen Freunden jeden Tag teilt. Ja, also von daher, ja. Die Aufführung wird ein voller Erfolg. Das Schönste an diesem Tag ist allerdings, dass eine Teilnehmerin Jessie und mich zum Abendessen zu sich nach Hause einlädt. Sie lebt schon seit über 3 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft. Ihre 8-köpfige Familie wohnt und schläft dort in nur 3 kleinen Zimmern. Trotzdem werden wir liebevoll willkommen geheißen und es wird ein wunderschöner Abend voller Freundschaft und Gespräche. Für uns ist das ein riesiger Vertrauensbeweis und vor allem der größte Beleg dafür, dass Jessies Arbeit sich lohnt